Hi everybody, let's have some fun. Ich habe vor kurzem eine Instagram Q&A ausgesendet über das 4. Semester und über Medizin studieren generell und so weiter und so fort. Ich habe ein paar Fragen auf Englisch bekommen und ich werde es einfach so machen, dass ich englische Fragen auf Englisch beantworte und deutsche Fragen auf Deutsch beantworte. Ja, bevor wir anfangen, mein Name ist Mila, ich bin Medizinstudentin in Österreich in Linz. Ich fange jetzt dann mit dem 3. Jahr an, ab Oktober. Mache manchmal Medizinvideos auf meinem Kanal, manchmal andere Videos, aber es lohnt sich definitiv auf Subscribe zu klicken, also hope you enjoy. Ein wahrscheinlich wieder 30-minütiges Video, aber ich möchte einfach alle Fragen beantworten und ja, genau. Die Jana fragt, hast du vor Studienbeginn den Lernaufwand für Medizin unterschätzt? Ich habe mir ehrlich gesagt vor Studienbeginn nicht so wirklich viele Gedanken über den Lernaufwand gemacht. Ich war eher einfach froh, dass ich den MEDAT bestanden habe und war eigentlich so voller Drang und voller Feuer. Ja, das erste Semester ist jetzt noch nicht so die Challenge, was das Lernen anbelangt. Im zweiten Semester habe ich mir definitiv einmal gedacht, schwierig. Aber gerade das letzte Semester, das ich jetzt hinter mir habe, das ist echt next level. Also sowas habe ich überhaupt noch nie in meinem Leben gehabt, weder von der Matura noch irgendwas. Also unterschätzt, nein, aber anders eingeschätzt. Antonia Pöttinger fragt, freust du dich jetzt auf Linz oder wärst du doch noch gerne länger in Graz gewesen? Für alle, die es nicht wissen, ich bin jetzt 4 Semester in Graz gewesen und habe dort studiert und jetzt ist es von meinem Curriculum und von meiner Uni her so bestimmt, dass ich jetzt nach Linz wechsle und den klinischen Abschnitt in Linz mache. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich freue mich eigentlich voll auf Linz. Also versteht mich nicht falsch, Graz ist extrem cool zum Studieren, aber ich verbinde Graz halt einfach mit extrem viel Arbeit, was das Studieren anbelangt. Es ist schon schade, weil ich habe ein paar wirklich gute Freunde und Freundinnen, die ich quasi zurücklassen muss. Ich glaube, es überwiegt das Freuen mehr als das Traurigsein, dass der Graz-Abschnitt aus ist. Sie fragt außerdem, welche Module, Themen habt ihr behandelt? In diesem Semester haben wir vor allem, oder eigentlich nur Pathologie, Pathophysiologie und Pharmakologie behandelt. Das heißt, alle Krankheiten, die man irgendwie mit dem freien Auge sieht oder alle Krankheiten, die irgendwie mit Elektrolyte oder Stoffwechsel was zu tun haben. Und Pharmakologie ist eben die ganze Medikamentenlehre, also wie man bestimmte Rezeptoren blockiert oder stimuliert und dadurch halt bestimmte Reaktionen hervorrufen kann, die dann bestimmte Krankheiten eindämmen oder heilen etc. Das war ziemlich tough. Ziemlich tough, aber super interessant und es ist halt wirklich irgendwie so das, wo ich das erste Mal so richtig gemerkt habe, dass ich wirklich Medizin studiere und dass ich wirklich auf den Beruf Ärztin zugehe und also so Pathologie, die ganzen Krankheiten und die ganzen Medikamente, das braucht man halt später wirklich jeden Tag. Im Vergleich zu den anderen Semestern, also im 3. Semester haben wir ja, weiß ich nicht, Gastrointestinal noch gehabt und Respiration, Herz, Kreislauf und was war noch, Urogenital, Endokrino und Embryologie oder so weiter und so fort. Das war halt alles wirklich einfach nur so Wissensinput, so Basics, die man vermittelt bekommt. Und jetzt war halt das, was mit dem Körper falsch rennen kann. Also das waren so die Module, die wir behandelt haben. Und wir haben halt gerade in Pathologie einfach die ganze Pathologie des Körpers gehabt. Also ich glaube in PM9, das war das erste Pflichtmodul in dem Semester. Also PM ist Pflichtmodul. Herz und Lunge. In PM10 halt, keine Ahnung, von GI über Uropatho, Endokrino, Haut, was noch? Gyn war noch dabei, Leber, Pankreas, diese ganzen Sachen. Also das war halt mega viel auf einmal und ich habe ein Prüfungsergebnis noch ausständig, keine Ahnung, ob ich das geschafft habe oder nicht, aber Medi in Love. What was the hardest part of it and why? I really like your videos, by the way. Thank you. That's very sweet. Thank you. Hardest part was probably the extreme workload because I've never had to study that much in such a short amount of time ever in my life before, like ever. And I think because I'm such an ambitious person, for me it was quite hard to just accept that I can't be fully prepared for an exam. Like for example with the exam that I had on the 1st of July, so over a week ago. Yeah, because today was like the 12th or something. With this exam, it's impossible to have done revision on everything. That was probably the hardest part, and just the fact that you can feel your body and your brain just giving up on all the revision that has to be done. Like for me, also being sat down all the time because I had to do revision, to study and to read and all that kind of stuff. That was really something that I had to fight with, but I'm just glad it's over now. And even if I have to redo the exam that I had on the 1st of July, it won't be the same anymore, because you've also got all the classes and all the seminars and stuff as well. So yeah, that's just a lot of time spent sat down, and I feel like that's something that my body's not necessarily made for. But yeah, that was probably the hardest part, the 2 hardest parts. Tom Putz, mein lieber Uni-Kollege, fragt, ist das 4. Semester wirklich so einfach, wie jeder sagt? Natürlich, also
Danke für deine Frage. Der Tom und ich haben uns irgendwie so gegenseitig so vorgepusht durch dieses Semester und das war irgendwie, also man kommt ohne seine Studienkollegen überhaupt nicht weiter, einfach psychisch, du brauchst andere Leute, die genau das Gleiche machen, die genauso strugglen wie du selber und Tom, great team. I am studying in Germany, was thinking of doing a transfer semester in Austria. Is that difficult, more difficult than Germany? I've never studied in Germany before, so I don't know what it's like to study there. All I know is that there's loads of people doing Erasmus exchange semesters here from Germany. So you might want to go to one of these, what's it, like a student fair thing, like information event, I don't know, to get more information on that. Because I don't want to say anything wrong now. I can't say if it's more difficult than here or if it is different, but yeah, I don't know. Best to go to an information event. Wie viel Latein wird im Studium wirklich gebraucht? Eigentlich, also ich habe in Latein maturiert damals in der Schule, also Matura ist Abitur, falls ich weiß jetzt nicht, woher du kommst, aber ja, genau. Mir persönlich hat es eigentlich schon viel gebracht, das die ganze Grammatik vielleicht nicht so, aber einfach die Tatsache, dass ich nicht drüber nachdenken muss, in Anatomie, was jetzt irgendwie so diese und jene Vorsilbe heißt oder, keine Ahnung, zum Beispiel, jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Man kann sich einfach, also gerade in Anatomie, finde ich, kann man sich alles herleiten. Muss dann nicht ganz überlegen mit den ganzen Endungen, so mit is und e und, weil halt, keine Ahnung, wenn man schon eintrainiert hat, dass das eine Wort halt sächlich ist und drum ist ein e am Schluss beim Adjektiv oder was auch immer. Bei Patho, also bei Nebensemester jetzt generell, ich glaube, braucht man es nicht ganz so dringend, weil auch die ganzen Medikamentennamen, die sind einfach irgendwas, also die haben irgendwie überhaupt nichts mit Latein zu tun, das sind einfach irgendwelche Buchstaben. Aber fürs bessere Verständnis, vielleicht, kommt auch auf den Typ Lernerin drauf an. Anatomie braucht man es auf jeden Fall, würde ich sagen, weil halt Anatomie ist im Grunde einfach den ganzen Körper auf Latein auswendig lernen. Was ich ganz cool finde, ist, dass, also weil ich mich halt gerade für so englische Medizin und so voll, sorry, ich stehe mir gerade auf einem Bein, sorry. In Englisch sind die meisten medizinischen Begriffe die lateinischen Begriffe. Das heißt, wenn du es auf Latein gut kannst, kannst du die englische medizinische Literatur einiges besser verstehen, ohne dass du alles extra nachschauen musst. Also, genau. Flair war im zweiten Semester meine WG-Kollegin und kommt aus den Niederlanden und kann extrem gut Deutsch. Und ja, genau. Was war das Überraschendste, was du dieses Jahr gelernt hast? Jetzt von den Fakten her, die wir gelernt haben, fällt mir da eigentlich jetzt so auf die Schnelle nur ein, dass ich echt schockiert war, wie unser Professor in der Gyn-Vorlesung gesagt hat, dass 30-40% aller Frauen von Endometriose betroffen sein können, in verschiedenen Stärkegraden. Da war ich irgendwie so, wow. Weil das halt extrem viel ist, das ist fast jede zweite Frau. Und sonst vermutlich auch die Tatsache, wie viele verschiedene Tumorarten es gibt. Also allein wenn ich bei der Niere irgendwie denke, dass ein klarzellige Nierenzellkarzinom, papilläres, chromophobes, Onkozytom, was auch immer, oder Schilddrüse gibt es auch 100.000 verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, also eines der überraschendsten Sachen war einfach wieder mal, wie wenig ich eigentlich weiß. Lisa Grafler fragt, fliegen viele während des Studiums raus? Ich persönlich überlege gerade, ob ich irgendjemanden kenne, der wirklich rausgeflogen ist. Ich kenne ein paar wenige, muss ich dazu sagen, die aufgehört haben oder so unter Anführungszeichen sich beurlauben lassen haben für ein Jahr oder so. Viele rausfliegen? Nein, ich glaube nicht. Gerade in Graz und dann in Linz auch ist das Studium so designt, dass du, wenn du eine Prüfung nicht schaffst, sie mit dem nächsten Modulprüfungstermin nachholen kannst, der halt, weiß ich nicht, 6 Wochen später oder so ist. Das heißt, du hast wirklich regelmäßig Chancen, dass du Prüfungen nochmal machst und dass du wirklich gescheit lernen kannst. Was sein kann, ist, dass du halt länger brauchst. Also ich kenne ein paar, die haben jetzt noch Prüfungen ausstehend und die sind aber Grazer Studenten, das heißt, sie können sich keine Prüfungen in die Klinik mitnehmen. Die stehen halt eventuell ein Semester oder so. Aber so wirklich rausfliegen, glaube ich, also rausgeflogen ist, glaube ich, noch keiner. Zumindest kenne ich niemanden. Sorry übrigens, falls das Licht irgendwie anders wird, weil es kommt jetzt gerade ein Gewitter und ich hoffe, es wird nicht super dunkel, weil ich habe kein künstliches Licht, also ja, genau. Sie fragt außerdem, hat man als Medstudent wirklich keine Zeit mehr? Also ich glaube, wenn ich alle meine Freunde vom Medizin frage, wie viel Zeit man als Medizinstudent hat, sagt
jeder wenig bis keine, zumindest in der Vorklinik. Also im ersten Semester geht es noch voll, weil da hat man nur 2 Modulprüfungen und die Modulprüfungen sind sehr einfach und man hat nicht so viele Kurse und blablabla. Zweites Semester war Horror. Es war super spannend, aber es war extrem anstrengend und ich war die ganze Zeit im Seziersaal und habe wieder lernen müssen und habe ganz viele Prüfungen in einer Woche gehabt. Und drittes Semester war irgendwie vom Sezieren her ein bisschen entspannter, weil der große Sezierkurs nicht so stressig ist, aber von den Modulprüfungen her auch anstrengend, weil du halt dann wirklich jede Woche irgendeine wirklich große Prüfung hast. Das heißt, du lernst auch irgendwie konstant. Viertes Semester ist halt nur durchlernen. Also ich habe neulich mit dem Tom, eben mit meinem Studienkollegen, geredet und wir haben irgendwie so festgestellt, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es eigentlich ist, wenn man heimkommt und einfach nichts machen muss. Ich habe jetzt seit einer guten Woche Ferien und ich habe echt Probleme gehabt am Anfang mit der Tatsache, dass ich nichts zu tun habe und ich habe immer noch so eintrainiert, dass ich sage, okay, jetzt mache ich noch das und dann, oder ich gehe früher schlafen, damit ich morgen früher aufstehen kann, dass ich früher zum Lernen beginnen kann. Das ist halt voll die Konditionierung und man hat halt wirklich gerade im 4. Semester wenig Zeit. Also es dreht sich alles nur ums Lernen und wenn man sich einmal Zeit nimmt für was, zumindest ist es bei mir so gegangen, habe ich einfach immer sofort ein schlechtes Gewissen gehabt. Einmal im Monat habe ich mich mit Freunden getroffen und dann habe ich eigentlich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich 2 Stunden am Abend mit denen was gemacht habe, weil ich ja eigentlich lernen könnte oder hätte können. Das ist halt so Zeit, die nimmt man sich und es ist extrem wichtig, dass man sich so Zeit nimmt, weil man sonst komplett eingeht. Aber ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr dann wird, weil angeblich ist die Klinik viel, viel, viel entspannter. Keine Ahnung, ob das dann wirklich so ist. Falls irgendwer von euch in der Klinik ist, in Linz, schreibt es runter, ob es wirklich so viel entspannter ist. Oder ob es nur deswegen entspannter ist, weil man gerade vom Pato kommt. Keine Ahnung. Vorklinik ist halt extrem, aber wie kann man trotzdem vielen Lernen den Hobbys nachgehen? Indem man sich Zeit nimmt und die Zeit, die man nicht Hobbys nachgeht, extrem effektiv nutzt. Also wirklich dann nicht so lala dahin lernen, sondern wirklich einfach sagt, okay, ich lege mein Handy weg oder mach's auf. Ich habe so einen Sleep Mode auf meinem iPhone, wo ich halt keine Notifications bekomme und dann ist mir nicht abgelenkt. Nur so ist es eigentlich möglich. Ich kenne viele Leute, also gerade die Burschen in meinem Studium, da gibt es einige, die trainieren regelmäßig und die nehmen sich halt auch die Zeit dafür, aber die andere Zeit, die sie nicht trainieren, lernen sie halt auch effektiv und dann geht's, finde ich schon. Es ist immer noch schwierig und es ist immer noch stressig und es ist immer noch extrem viel zu tun, aber es geht ein bisschen. Wie viele Stunden lernst du circa? Ich kann es nur so sagen, ich stehe in der Früh auf um 6:30 oder was, oder 7, oder bin aufgestanden, jetzt sind Ferien, aber 7 aufstehen, dann Praktikum von 8 bis um 11:30 oder was auch immer, oder 10, keine Ahnung, oder 12. Und dann Mittagspause, dann Vorlesungen bis am Abend und dann lernen, bis ich einschlafe. Und am nächsten Tag genau das gleiche wieder. Also den ganzen Tag, ich habe gerade in der letzten Phase jetzt vor PM10, habe ich vielleicht 2 oder 3 Stunden am Tag wirklich nichts für die Uni gemacht und dann der Rest der Zeit teilt sich halt so auf wirklich effektiv lernen, so nebenbei ein bisschen dahin lernen oder was anderes machen nebenbei oder Musik hören und lernen und es ist extrem zeitintensiv. The Annie, how did you survive till now? I made it somehow. I bled a lot on the way. I suffered a lot on the way here. But I don't know, I just had, in my mind, I just had myself envisioned as, I don't know, a surgeon or something, doing my dream job for a living and just, you know, making other people healthy and happy again, and that's just something that that's a really deep thing, like that's a deep feeling of mine. And I don't know, if I ever find myself struggling, I still hated revision when I was down, but I was like, at least it's gonna be over soon. Like the hardest semester probably of your life, it's gonna be over soon. Just push through, you can do it. Many people have done it before you, and I just kept going. I didn't really think too much about it, I just did it. And I think that's the secret to not dying from studying medicine. I don't know. Phänomenal 17 fragt Semesterbewertungen auf einer Skala von 1 bis 10. Auf welcher Skala? Auf einer Skala von Happiness oder auf einer Skala von Schwierigkeit oder auf einer Skala von... Ich mache auf einer Skala von 0, also gar nicht anspruchsvoll, und 10 bis sehr anspruchsvoll. Erstes Semester 2 oder 3. Das war rückblickend gesehen wirklich, wirklich easy. Dann zweites Semester war 8. Wegen der Zeit und wegen dem Stress und wegen meines komischen Stundenplans, wo ich alles am Ende des Jahres gehabt habe. Drittes Semester 7 und viertes Semester 10. Oder noch mehr, vorhin geht. Es ist, also
Vierte Semester ist vom Stoff her schwierig, es ist von der Workload her schwierig, es ist vom Verständnis oft schwierig, es ist von der Merkfähigkeit schwierig, weil gerade im Sommer es ist heiß draußen. Also wie ich für PM10, also für das letzte Modul gelernt habe, hat es halt draußen jeden Tag 35 Grad gehabt und strahlenden Sonnenschein und meine ganzen Nicht-Medizin-Freunde sind alle baden gegangen, das war super und ich bin halt drin gesessen und habe grünen Pharmaka auswendig gelernt, Levonorgestrel, Desogestrel, diese ganzen Sachen. Semesterferien, yay or nay? Auf jeden Fall yay. Also in Österreich ist es halt so, dass du bis Ende Jänner das erste Semester hast, das Wintersemester, und dann hast du in Medizin in Graz 3 Wochen frei und dann geht das zweite Semester los und du hast dann 6 Wochen bis Ostern, dann hat man 2 Wochen Osterferien und dann geht's durch bis zum Schluss mehr oder weniger mit Pfingstferien, das ist aber nur ein Wochenende dazwischen. Ich finde, Semesterferien sind extrem notwendig, also extrem, extrem notwendig, weil auch wenn Weihnachtsferien im Dezember und Jänner sind, ist trotzdem das Semester nicht aus. Also ich habe irgendwie auch in den Weihnachtsferien lernen müssen und Semesterferien sind halt wirklich so mal, du hast alle Prüfungen gemacht, wenn du nicht noch was nachschreiben musst vom vorigen Semester und dann kannst du mal so richtig chillen. Und gerade vor dem Patersemester, vor dem 4. Semester in Graz ist es extrem wichtig, dass du entspannt in das neue Semester startest, weil es einfach so energietechnisch anspruchsvoll und schwierig sein wird, dass man nur mit den besten Energiereserven reinstarten sollte. Also die Semesterferien auf jeden Fall yay. Julie Meschbach fragt, wäre es dir vom Stundenplan/Lernaufwand möglich, ca. 10 Stunden unter der Woche zu arbeiten? Freunde von mir arbeiten nebenbei, ich glaube 8 Stunden oder so. Und es geht, es ist oft stressig und extrem anstrengend. Jetzt 8 oder 10 Stunden sind nicht wenig, weil das ist quasi ein ganzer Tag an Lernen. Es ist möglich, wenn man es sich gut einteilt, aber es ist auch dann stressig und anstrengend. Für mich wäre es nicht möglich gewesen, weil ich mir auch noch die Arbeit eines YouTube-Kanals antue. Nein, just kidding. Aber jetzt im klinischen Abschnitt möchte ich auf jeden Fall arbeiten, nebenbei ein bisschen. In der Vorklinik wäre es für mich einfach von der Energie her nicht möglich gewesen. Aber vielleicht bin das auch nur ich, also keine Ahnung. Wie viel muss man für Mund- und Kieferchirurgie studieren? Fragt Alina Arzt. Also da studiert man, glaube ich, Zahnmedizin. Das sind, glaube ich, 5 Jahre. Ich kenne mich bei Zahnmedizin nicht so aus, das ist anders als Humanmedizin. Aber man muss auf jeden Fall Zahnmedizin studieren und dann muss man noch den Facharzt für Kiefer- und Mundchirurgie machen. Das dauert lang, glaube ich. Zum Beispiel verglichen mit Humanmedizin. Wenn du Humanmedizin machst, brauchst du fürs Studium 6 Jahre oder 5 Jahre, ein praktisches Jahr. Dann musst du noch den Facharzt machen. Wenn du da was Chirurgisches machen möchtest, dann dauert das 6 Jahre, wo du schon normal arbeitest und solche Sachen, wo du bist dann einfach noch kein Facharzt. Ich glaube, das wird bei Zahnmedizin schon auch so ähnlich sein. Da gibt es aber, glaube ich, ganz gute Infosachen auf den Websites der Unis. Oder sonst einfach eine E-Mail hinschreiben, die schreiben zurück. Einfach ans Sekretariat und fragen, an wen man sich wenden kann oder sowas. What organ fascinates you the most? That's difficult to say because there's no organ in the body that just works on its own. It's always a network of several parts of the body. So for example, if I now said I really like the liver or something, you'd also have to consider the fact that the liver is in a connection with, I don't know, the guts, the kidneys, and I can't really say what organ I like most, but I definitely enjoyed learning about the whole urogenital thing. Gynecology is really cool as well. And I don't know, I just enjoyed everything. I think what I found really cool, what I saw in my hospital practical in February and just learning about that. Like for example, I helped/watched a cholecystectomy, which is like the removal of the gallbladder in February, and then I learned about that in the liver and pancreas lecture, and that was really interesting to me. Also, what's really cool, what's really, really cool is all the brain stuff, the brain pathophysiology, and just, for example, simple thing, how vomiting works in the brain. I keep rambling, sorry. If you think about it, it's really cool because technically it's the wrong direction that food goes and that has to be processed in the brain. And just the signaling and stuff, that was really interesting. Was sollte man in der Zwischenzeit machen, wenn man den MEDAT nicht geschafft hat? Ich habe den MEDAT 2-mal gemacht und ich habe das erste Mal, also bin ich halt direkt nach der Matura gegangen, bin halt nicht reingekommen. Und ich kriege diese Frage ziemlich oft auf Social Media, was ich dann gemacht habe. Und ich habe in Wien, glaube ich, 3 oder 4 Monate Biologie studiert. Also habe dort auch die Aufnahmeprüfung gemacht, bin reingekommen und habe das dann quasi genutzt, dass ich die ECTS-Punkte für die Kinderbeihilfe zusammenkriege für das Jahr. Und gerade in Chemie, ich bin dann ja auch in Chemievorlesungen gegangen, das hat mir eigentlich für den MEDAT schon sehr viel geholfen. Also ich würde euch einfach empfehlen, entweder fangt irgendwas an, was mit Medizin was zu tun hat, was euch auch interessiert und macht das dann fertig. Zum Beispiel, also ich habe mich dann auch parallel noch für biomedizinische Analytik beworben, wie ich das 2. Mal den MEDAT geschrieben habe. Ja, genau, also macht entweder das, beziehungsweise ich habe dann im Sommersemester
quasi gar nichts mehr studiert, sondern habe nur mehr Teilzeit im Supermarkt gearbeitet und habe halt nebenbei wirklich, wirklich für den Medate gelernt. Aber ja, Studien, die ihr anfangen könnt, sind Biologie, Pharmazie, Molbio, lauter so Sachen, also Chemie natürlich auch. Könnt ihr euch nämlich dann auch Prüfungen anrechnen lassen, teilweise, also zumindest als freie Studienleistungen. Oder ihr macht einfach ganz was anderes, ihr geht einfach für ein paar Monate ins Ausland, macht Au pair. Kenne ich auch ein paar, die das gemacht haben. Und many options, many options. Wie unterschiedlich sind die Professoren in der Uni im Vergleich zur Oberstufe? Man kann Schule grundsätzlich nicht mit Uni vergleichen. In der Uni bist du viel mehr einfach nur eine Nummer. Und dann das stimmt jetzt nicht ganz, aber in der Schule ist es halt so, wenn du 4er im Zeugnis hast oder vielleicht sogar einen 5er im Zeugnis hast, dann nimmt sich der Lehrer oder der Professor halt wirklich um den Schüler an, idealerweise. Und du kannst viel einfache Sachen fragen. Der Stoff wird viel langsamer noch vermittelt und Vorlesungen ist es halt wirklich so, die Professoren machen halt ihr Ding, das sind meistens Forscher auch noch gleichzeitig oder Ärzte, die halt in der Klinik arbeiten und die gehen halt dann einfach für 45 Minuten in ihre Vorlesung, halten die Vorlesung und sind dann weg und man kann sich schon noch fragen, aber es ist halt viel unpersönlicher. Das ist Uni, wenn man das nicht so möchte, ist eine FH am besten, also eine Fachhochschule, weil da hat man halt wirklich wieder Klassen. Es ist halt Uni. Blöde Antwort jetzt, aber man kann es nicht wirklich vergleichen. Was ist das Schönste am Medizinstudium? Fragt Sana2510. Die Tatsache, dass du auf einen Beruf zugehst, wo du jeden Tag neue Challenges hast, das heißt, es wird nie langweilig, wo du jeden Tag mit Menschen zu tun hast, das heißt, es wird nie langweilig und wo du jeden Tag neue Dinge lernst, was das Fachgebiet betrifft, also was Medizin betrifft, das heißt, es wird nie langweilig. Dann einfach die Tatsache, dass man Leuten, das klingt Klischee, aber dass man halt Leuten helfen kann, das ist einfach cool und erfüllend, wenn man so der Typ Mensch ist, wo man sagt, okay, das gibt mir Kraft und Motivation, dass ich einfach sage, okay, zum Beispiel ich habe heute so und so viele Patienten halt auf eine Therapie gesetzt, die sie heilen wird, oder ich habe heute so und so viele Patienten operiert, die jetzt keine Schmerzen mehr haben. Das gibt einfach Motivation weiterzumachen und mit den Arbeitsstunden, mit den Bedingungen und diesen ganzen Sachen einfach klarzukommen. What are the steps of your studying method? I suppose you mean how I do revision, like how I study. And I think for me, usually I go to every lecture, almost every lecture, unless it's completely useless for me, but I try to go to every lecture. I usually hear stuff for the first time there, and I then at home look at the PowerPoint slides and go through them, just repeat it as much as I can, because, you know, that's the way to do it. Especially when it comes to learning stuff by heart, like pharmacological terms, I write them down a lot. The act of writing does something to my brain which makes me remember it better. That's one way to do it. I don't know if that's weird. I don't know if more people than just me do that, but yeah, writing, saying it out loud and just repeating. It's Repetition, that's all and everything. Wie viele Stunden verbringst du pro Tag fürs Lernen? Fragt Sophia Anna. Das habe ich vorher schon beantwortet. War es anstrengend, das Wissen aus den anderen Semestern aufrecht zu erhalten? Yes. Manchmal sind es so Dinge, also wie soll ich sagen, wenn man richtig gelernt hat in den vorigen Semestern, hat man es eher auf Verständnis gelernt. Das heißt, wenn ich dann lese, was eine Krankheit macht mit einem Körper, dann weiß ich, dass der richtige Mechanismus, wie dieser Regelkreis oder so eigentlich funktioniert, der ist. Was für mich vor allem dieses Semester schwierig war, dass ich mir die ganze Neuroanatomie wieder irgendwie zu Herzen lege. Das habe ich letztes Jahr aufgrund meines stressigen Stundenplans am Ende des 2. Semesters wirklich schnell gelernt und ich habe zwar ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, das heißt, ich habe mir die ganzen Hirnareale und so habe ich mir dann schon noch vorstellen können, aber die ganzen genauen Namen und wo alles liegt und was alles macht, das ist halt, es war noch ein bisschen da, aber nicht mehr so wirklich gut. Ansonsten hat man eigentlich die meisten Dinge schnell wieder parat, wenn man richtig gelernt hat vorher. Das ist halt die Voraussetzung. Anna Lorenz 14 fragt, bekommt man am Anfang vom Semester einen Plan oder wie sieht das Ganze organisatorisch aus? Genau, also in Graz und ich glaube in Linz ist es dann auch so, dass man 1,5 Wochen oder 2 Wochen vor Beginn des neuen Semesters einen Stundenplan aufs Handy kriegt. Wir haben dann alle so eine App, oder die meisten haben eine App, die heißt Studo, nicht gesponsert, und da kann man dann die ganzen Stunden und Kurse, sieht man das? Ich weiß nicht. Die ganzen Stunden und Kurse und dann aufs Handy. Kannst du Lernstrategien für jedermann für Medate oder Medstudium empfehlen? Also Medate, meine Lernstrategien, da habe ich so ein riesiges Video gemacht vor 2 Jahren. 2 Jahren? Das hat mittlerweile 50.000 Views, was komplett irre ist. Aber da rede ich über die ganzen Medate-Lernstrategien, die ich gehabt habe. Und sonst einfach Lernpläne erstellen, also einfach schauen, okay, wie viel muss ich lernen, bis wann will ich fertig sein damit. Das heißt, ich muss pro Tag so und so viel
lernen und dann halt das so gut wie möglich wiederholen. Das ist irgendwie so eine Lernstrategie. Man kann nicht mehr alles lernen. Ab PM5 habe ich das gemerkt, dass du nicht mehr super vorbereitet zu einer Prüfung gehen kannst. Das geht einfach nicht mehr. Es ist einfach wichtig, dass du einen guten Überblick von allem hast. Dort ins Detail lernst, wo es wichtig ist, ins Detail zu lernen. Das ist natürlich schwierig, das manchmal herauszufinden, aber da kann man dann mit den Professoren reden und fragen, hey, ist das wirklich so wichtig, dass ich mir das so extrem genau anschaue? Und die sagen dann, ja, das ist voll wichtig oder nein, da schauen sie sich lieber das an und ja, genau, so. Wie finanzierst du dir deine Lebensunterhaltungskosten während des Semesters? Ich habe Eltern, die mich dankenswerterweise gut unterstützen und ich passe auf deren Geld auch gut auf. Also ich schmeiße es jetzt nicht zum Fenster raus, das ist mir sehr wichtig. Ich bin im Sommer arbeiten gegangen, bis auf diesen Sommer habe ich, seit ich 15 bin, jeden Sommer mindestens einen Monat gearbeitet und wie ich für den Medatee gelernt habe, habe ich sogar länger gearbeitet. Ja, deiner Meinung nach schwierigste oder lernintensivste Prüfung? Hands down PM10. Das ist krass, wie viel da an Patto reingequetscht worden ist. Und ich glaube, wir haben 9 Wochen dafür Zeit gehabt, nur nach der ersten Patto-Prüfung muss man erst einmal ein bisschen chillen. Also ich glaube, ich habe mir ein paar Tage freigenommen und dann halt wieder angefangen und ich habe jeden Tag super, super viel gelernt und wirklich auf viele Sachen verzichtet und alles wiederholt und so weiter und so fort und habe trotzdem dann in der letzten Phase also vor PM10, kompletten Stress bekommen und alles nochmal hektisch durchgelernt und ich hoffe, es hat sich ausgezahlt. Ich weiß nicht, es fallen bei der Prüfung jedes Jahr 70% durch, weil das halt eine komplette Hammerprüfung ist, wo Details gefragt werden aus einem riesigen Stoffgebiet und das ist frustrierend, das ist motivationskillend, aber das ist definitiv die schwierigste oder intensivste Prüfung, die ich bis jetzt hatte. Diskriminierung bei einer mündlichen Prüfung, wenn optisches Erscheinungsbild unterdurchschnittlich ist es nicht super subjektiv? Also erstens, ich glaube, den Professoren ist es wirklich egal, wie man ausschaut. Also wirklich egal. Mündliche Prüfungen, mir fällt jetzt da einfach konkret einmal die Anatomie ein. Solange du zeigst, dass du was kannst und solange du zeigst, dass du alles da drin hast, was sie in der Vorlesung gesagt haben und was in den Büchern steht, ist es wirklich egal, wie du aussiehst, meiner Meinung nach. Also ich fände es nicht okay, wenn es anders wäre. Ja, ich glaube nicht, dass Aussehen irgendwie eine Rolle spielt bei Prüfungen. Wie hoch ist dein Lernaufwand pro Tag? Lernst du jeden Tag und wie lernst du Tipps für Erstis? Lernaufwand pro Tag habe ich vorher schon beantwortet. Lernst du jeden Tag? Yes. Jetzt nicht mehr, weil jetzt Ferien sind, aber ich habe vorher wirklich jeden Tag gelernt. Wie lernst du? Habe ich auch vorher schon beantwortet. Und Tipps für Erstis gibt es ein eigenes Video auf meinem Kanal. Real Cairo fragt, schon eine Idee, worauf du dich spezialisieren willst? Idee, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt im Februar auf der Chirurgie formuliert, also Formulatur ist das Praktikum im Krankenhaus, unbezahlt, muss ich dazu sagen. Das hat mir voll gefallen und ich habe mir auch in Anatomie immer leichter getan als in Physiologie mit dem Lernen. Ich habe ein sehr räumliches Vorstellungsvermögen, ich bin ein visueller Lerner, ich habe eine extrem ruhige Hand. Jetzt nicht, aber normalerweise habe ich eine extrem ruhige Hand. Und mir hat Sezieren gefallen. Ich bin auch im Sezierkurs gefragt worden, ob ich Tutorin werden möchte und dass ich schön seziere. Also vielleicht Chirurgie, irgendwas in Richtung Chirurgie. Aber im Endeffekt, keine Ahnung. Ich habe noch 3 Jahre klinische Ausbildung von mir, wo ich hoffentlich einen besseren Einblick in die jeweiligen Fachrichtungen bekommen werde und dann wird sich das herausstellen. Andrew, the most interesting thing you learned this semester? Probably, I don't know, it's really difficult to say. Probably how many different, as I said before, how many different types of tumours there are. Because that's essentially a lot. Like that's a very big part of what we learned this semester, all the different tumours. How many different meds there are, like how many different medications and stuff doctors use every day. The most interesting thing has probably got to be something with neuropathophysiology, because that was really cool. Like all the epilepsy, Alzheimer, Parkinson, all these kind of things, like how the network works. That was really cool because that was so bizarre to learn. At the same time, so fascinating, and it was really, really, I don't know, difficult to understand at first, but once you had it, if that makes sense. So yeah, that was really cool. Why do my eyes not fall out? Because we've got muscles attached to them at the back and the giant optic nerve that holds them in, and also there's bone in the way. Tobias Dorninger studiert mit mir und fragt, wie oft warst du betrunken? Selten, weil ich keine Zeit gehabt habe. Ich habe brav gelernt für die Mathe-Prüfungen. Vorsemesterempfehlung für Medatee oder Med-Studium plus 7 Jahre keine Naturwissenschaften mehr. Bio, Pharmazie, Morbio, Chemie. Ja. Macht dir das Sezieren Spaß? Also ich habe jetzt nicht mehr seziert, aber wie ich noch seziert habe, hat es mir eigentlich immer ziemlich Spaß gemacht. Ja. Wie sieht das aus mit Praktika? Also Praktika im Sinne von so Kurse und Seminare und so hat man jede Woche viel. Und so Praktika im Sinne von im Krankenhaus arbeiten hat man in der Vorklinik eigentlich nur, wenn man freiwillig formuliert, also man muss sich das auch selber organisieren und so. Aber ich glaube später dann in der Klinik ist es irgendwie anders, da hat man dann verpflichtend Praktika auf Stationen und so.
Genau. A Chronic World asks, how many internships did the first 4 semesters of med school involve? Where did you work? I didn't really have an internship where I was like told to do it by med school. I had like a week of work in hospital at the very beginning of my studies, but I didn't really know much back then, so that didn't really bring much of experience for me. I don't know. I did a practical in hospital in February that I organised myself. You just call them up and say, hey, I've got a license to do a practical, because that's something you do at uni. Would you be able to let me help out at, I don't know, I was at the surgery ward. You can actually do as much as you want. I think you have to do 4 weeks in the first 3 years, but you could easily do more than that. So, you know, it's all experience and you don't really have to do special things. You can just watch or help out and stuff. So, I don't know if that answered your question, but yeah. Warum Medizin? Klassische Frage. Ich glaube, ich habe das schon mal beantwortet, aber Beruf einer Ärztin ist jener Beruf, wo meine Fähigkeiten, die ich von Natur aus mitbringe, also so wie ich bin und was ich kann, weil ich halt ich bin, am besten einsetzen kann. Ich glaube, dass Medizin einfach jener Job ist, der für mich körperlich und mental am erfüllendsten ist, auf längere Zeit gesehen. Genau. Muss man fürs Studium irgendwelche Vorkenntnisse haben, zum Beispiel in Latein oder Anatomy. Latein musst du, wenn du es in der Schule nicht gehabt hast, musst du im Studium einen Kurs machen. Oder wenn du in der Schule zu wenig gehabt hast, musst du im Studium einen Kurs machen. Vorkenntnisse, also du musst halt nur den MEDA-T bestehen und das sind eh schon eigentlich alle Vorkenntnisse, die du brauchst. Wenn du das bestanden hast, dann kannst du so diese basismedizinischen Sachen, solltest du idealerweise eh schon können. Anatomie muss man eigentlich nicht wirklich Vorkenntnisse haben, nö. Was hat dir bisher im Studium am meisten und am wenigsten gefallen? Am meisten hat mir gefallen so die Tatsache, dass sich irgendwie so eine Welt öffnet an medizinischen Dingen, die man alle lernen kann. Oder halt, also die man eigentlich nicht alle lernen kann, es ist unmöglich alles zu lernen. Aber es sind halt so viele verschiedene Richtungen, auf die du dich spezialisieren kannst. Und das ist halt ziemlich cool, finde ich. Weil einfach so eine große Variabilität in dem Feld Medizin herrscht. Das finde ich ziemlich cool. Am Studieren selber hat mir eigentlich bisher, glaube ich, also Anatomie am besten gefallen, weil ich mir mit Anatomie leichter tue als mit anderen Sachen. Genau, am wenigsten gefallen hat mir vermutlich, ich habe im vergangenen Jahr ein paar emotionale Ups und Downs gehabt und am wenigsten gefallen hat mir immer die Zeit nach den emotionalen Downs, wo ich dann trotzdem einfach weiterlernen habe müssen und nicht die Chance gehabt habe, dass ich mich einfach einmal entspanne. Das ist einfach nicht gegangen. Genau, das hat mir wahrscheinlich am wenigsten gefallen. Das hat aber mehr mit mir zu tun als mit dem Studium selber. Wie oft darf man zu einer Prüfung insgesamt eigentlich antreten, fragt Johanna Knirsch. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, weil ich habe das Gott sei Dank noch nie gebraucht, aber ich glaube, man kann 5-mal antreten und die 5. Prüfung ist kommissionell. Irgend sowas, glaube ich. Oder 4-mal. Ich glaube 5-mal. Ja, ich glaube 5-mal. Nina kurz 1884777 ... fragt, wurde dir beim Sezieren nie übel und wenn ja, wie hast du die Übelkeit bekämpft? Mir ist nie übel geworden. Es war schon so am Anfang des großen Sezirkus, dass wir alle dann um unsere Leiche herumgestanden sind und es ist halt eine ganze Leiche beim großen Sezirkus und nicht nur Teile. Und man hat sich so gedacht, oh, hat halt irgendwann mal gelebt und das ist so... Okay. Aber übel geworden ist mir eigentlich nie. Wir haben nie den Darm eröffnet, Gott sei Dank, aber der Bauchraum hat auch ein bisschen weird gerochen. Aber auch da war mir irgendwie nie schlecht. Also das Einzige, wo mir jemals beim Sezieren übel geworden ist, war in der Schule, wie wir einen Fisch seziert haben. Aber das war auch nur deswegen, weil ich krank war. Und wenn man krank ist, dann hat man halt nicht so eine große Tolerance, was solche Sachen anbelangt. Diana Otten fragt, was hättest du gerne vor dem ersten Semester gewusst? Ich habe mir mit jeder Modulprüfung gedacht, es kann nicht mehr schwieriger oder schlimmer werden und es ist mit jeder Modulprüfung schwieriger und schlimmer geworden. Nein, just kidding. Aber was hätte ich gern gewusst vor dem ersten Semester? Dass man auf der Uni, egal wie viel man im Endeffekt macht und auch wenn man wirklich glaubt, gut vorbereitet zu sein, dass es nicht zwingend der Fall ist, dass man dann wirklich auch gute Noten bekommt. In der Schule ist es halt so, wenn du genügend lernst und wenn du alles kannst, kriegst du einen Einser. Auf der Uni ist es so, wenn du genug lernst und alles kannst, kannst du von 2 bis 4 oder sogar 5 alles bekommen. Damit du einen Einser kriegst, musst du alles extrem gut können, also wirklich, wirklich gut. Aber das ist halt auch wieder schwierig, weil das bringt seine eigenen Struggles und ja, keine Ahnung. Ich habe auch noch auf YouTube Fragen bekommen. Tina Slimani fragt, meine Frage, würde es sinnvoll sein, Medizin zu studieren, obwohl man jetzt nicht super comfortable ist mit krassen Wunden etc., aber es halt doch voll spannend findet? Ja, auf jeden Fall. Also du musst ja später auch nichts mit krassen Wunden und so machen. Im Studium selber hast du eigentlich nicht so wirklich viel mit Wunden zu tun. Das Einzige, also womit ich das vergleichen kann, ist, ich habe eine Puppenphobie. Das heißt, ich mag Puppen nicht.
Ich mag sie wirklich nicht. Gerade in Erster Hilfe und so hast du halt immer diese Plastikpuppen. Ich habe einmal in der Formulaturlizenz im 2. Semester, also da war so eine Puppe, die hat dann auch so geatmet und oh, nein, oh. Aber das ist halt sowas, ich habe das gewusst vorher, das macht man dann einmal im Kurs und dann ist es eh wieder aus. Und auch mit Wunden ist es so, da lernst du halt wahrscheinlich irgendwann einmal, wie man Wunden gut verarztet und dann ist halt wer vielleicht so geschminkt, wie halt eine Wunde aussieht, aber das macht man halt dann einmal oder zweimal. Ich finde, das kann man überwinden, auch wenn man es wirklich nicht mag, so wie ich Puppen wirklich nicht mag und immer wahrscheinlich nie mögen werde. Aber es geht schnell vorbei und es gibt so viele andere Sachen, auf die man sich konzentrieren kann. Und wenn du Wunden nicht magst, dann gibt es so viele Fachrichtungen in der inneren Medizin, auf die du dich später konzentrieren kannst und du musst dann nicht zwingend deinen Ängsten gegenüberstellen, jeden Tag. Also, ja. Hakmak Hakim fragt, wie besteht man PM9 und PM10 am besten? Lieb deine Videos. Oh, thanks. Schöne Ferien, genieße den, was du dir bestimmt verdient. Danke für die lieben Worte, erstmal. Wie man es am besten besteht. Früh zu lernen anfangen. Oh mein Gott, früh zu lernen anfangen. Es gibt nichts Schlimmeres, als Patho zu lernen und Patho im Stress zu lernen. Weil da merkt man sich nämlich gar nichts. Oder gerade Pharma und so, das ist halt einfach wirklich eine Sache, wo du wiederholst und wiederholst und wiederholst und wiederholst. Es gibt Skripten, die die Professoren zwar nicht gut finden, aber ich habe für PM9 mit einem Skript gelernt und wenn du das gut kannst, kommst du durch. Für PM10 habe ich nur mit den also da habe ich nichts mit dem Skriptum gelernt, das dann eh irgendwie alle haben im 4. Semester. Also weil mir gesagt worden ist, dass das Skript da für PM10 nicht so gut ist und auch nicht ganz so vollständig ist und ich habe dann nur für Pharma mit dem Skript gelernt und die anderen Sachen habe ich alle von den PowerPoints gelernt. Es war stressig, weil es einfach doppelt so viel ist zum Durchgehen, aber ich habe jetzt die Ergebnisse auch noch nicht, also ich habe selber PM10 theoretisch noch nicht bestanden. Vielleicht habe ich es bestanden, vielleicht muss ich es im November nochmal machen. Einfach von Anfang an gut mitlernen, Vorlesungen gut lernen, in den Praktika gut mitmachen, viele Notizen in den Praktika machen, gerade was die Histopatho-Sachen anbelangt, weil da ist viel, was sie später in der Prüfung auch hören wollen. Genau, gerade so, also gerade Weichteilpatho zum Beispiel, also Weichgewebstumore und sowas. Da war die Vorlesung ein bisschen hektisch, finde ich persönlich. Und im Praktikum habe ich mir dann einfach die Notizen gemacht und habe dann von den Notizen gelernt und das ist dann tatsächlich zur Prüfung gekommen. So Ewing-Sarkom und atypisches Liposarkom und solche Sachen. Also genau, das sind so meine Tipps. Johanna Hackel fragt, was war das beste Restaurant in Graz? Ich habe jetzt nicht so viele Restaurants ausprobiert, aber meine Freundin und ich waren ein paar Mal im Area 5, also die ganzen Bausatzlokale. Ich glaube, das ist irgendwie so typisch für Graz, die sind ganz cool. Das ist aber auch alles ziemlich deftig, also das muss man auch mögen. Und sonst, ich war ein paar Mal so auf Kaffee, Brunch, Frühstück-Dings im Auer bei Zinzendorfgasse, das ist ganz nett. Und Kunsthauscafé ist ziemlich cool in Graz, das ist auch eigentlich gar nicht so teuer, finde ich. Und sonst, wir waren einmal im Schwalbennest, das ist auch unten da bei der Mur, das ist ganz nett zum Kaffee trinken, aber etwas auf der teureren Seite, finde ich persönlich. Und sonst gibt es in der Sporgasse einen Gyrosmann, der unser aller Favorite ist, wo, glaube ich, in der Woche von meiner Freundesgruppe mindestens einer immer hingegangen ist. Oder wir sind alle gemeinsam gegangen und das ist richtig nice. Also, genau. Ich habe vergessen, wie er heißt, aber es ist der Gyrosmann in der Sporgasse. Eine wichtige Frage. Sana Assi fragt, was ist das für ein weißer Fleck auf deinem oberen mittleren Schneidezahn? Ich weiß nicht, ob man das sieht, keine Ahnung. Ich habe da so einen weißen Fleck. Habe ich, seit ich die Zähne habe. Und das ist eigentlich ein Zeichen eines Ordens. Und zwar dieser Orden ist ein bestimmter Heilerorden aus einem alten germanischen Volk. Und alle Leute, die diesen weißen Fleck auf dem Zahn haben, haben extrem gute Fähigkeit, Gedanken anderer zu lesen und Gefühle einzuschätzen. Außerdem können sie extrem gut Cocktails machen, vor allem Mai Tai Cocktails. Genau, sind einfach gebläst mit Talent, andere zu unterhalten. Mein Papa fragt, welches ist das absurdeste Fremdwort, das du im Fachgebiet Pathologie kennengelernt hast? Es gibt sowas wie eine Katzenkratzkrankheit und das heißt wirklich so, es heißt auch in Englisch Cat Scratch Disease. Das habe ich einfach lustig gefunden. Es war jetzt nicht so das große Thema in Patho, also die Krankheit, das wird übertragen über so Bartonella-Erreger und es ist eine Infektionskrankheit und die verläuft meistens gutartig, aber ich habe es einfach witzig gefunden. Es wird durch den Biss oder durch den wie heißt das gekratzt werden durch eine Katze übertragen und ja, Katzenkratzkrankheit. Ich glaube, das waren so ziemlich alle Questions. Ich hoffe, ich habe alle beantwortet und keine übersehen. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare unten dazu schreiben und ich beantworte das einfach dann über YouTube. Wie schon gesagt, falls ihr noch nicht abonniert seid, abonniert meinen Kanal und ja, freue mich aufs nächste Video mit euch und genau, ich habe auch Social Media, falls ihr das noch nicht irgendwie wisst oder so. Freut mich und wir sehen uns bald. Bye!